Hast du deinen Wunschstudiengang an unserer Uni gefunden? Stellt sich die Frage, wie bekommst du einen Platz? Gibt es genügend Studienplätze in dem Studiengang? Dann gibt es auch kein Auswahlverfahren. Dieser Studiengang bezeichnet man als zulassungsfrei. Jeder, der die Zugangsvoraussetzung für ein Studium erfüllt, also das Abi hat oder für einen Master fachlich geeignet ist, erhält einen Studienplatz. Du kannst dich bis kurz vor Studienbeginn einschreiben. Mehrere Bewerbungen sind möglich, aber eher bei Masterstudiengängen wegen der fachlichen Prüfung sinnvoll. Übrigens, in Chemnitz sind fast alle Studiengänge zulassungsfrei. Anders verhält es sich, wenn für deinen Wunschstudiengang nur eine bestimmte Platzanzahl zur Verfügung steht. Es gibt also mehr Bewerber als Plätze. Es muss ein Ausbauverfahren durchgeführt werden. Diese Studiengänge bezeichnet man als zulassungsbeschränkt. Zulassungsbeschränkte Studiengänge werden auch häufig als NC-Studiengänge bezeichnet. NC steht für Numerus Clausus, das heißt geschlossene begrenzte Anzahl. Wichtig, die Grenzwerte, die du findest, sind die Werte, bis zu denen im letzten Auswahlverfahren Plätze vergeben werden konnten, sind also eine Orientierung. Die neuen Werte entstehen erst nach Abschluss des Verfahrens und bilden dann die Orientierung fürs nächste Jahr. Das heißt, die Grenzwerte aus dem letzten Semester sind zwar nützliche Anhaltspunkte, sollten aber auf keinen Fall davon abhalten, sich zu bewerben, da man ja nicht weiß, wie viele Plätze und Bewerber es dieses Jahr gibt und nach welchen Kriterien ausgewählt wird. Ausgewählt wird in Chemnitz für 4 Bachelorstudiengänge und das Lehramt an Grundschulen nach folgenden Kriterien. Als erstes werden 20% der Plätze nach der Abitur-Durchschnittsnote vergeben. Dann weitere 20% nach der Wartezeit, also die Zeit nach dem Abitur bis zu deiner Bewerbung. Studienzeit, die du an einer anderen deutschen Hochschule bereits studiert hast, wird abgezogen. Konntest du bei diesen beiden Kategorien nicht berücksichtigt werden, hast du noch eine dritte Chance. 60% der Plätze werden nach einer Eignungsnote vergeben. Das heißt, für das Lehramt an Grundschulen gibt es einen Bonus auf die Abiturnote, wenn du zum Beispiel eine abgeschlossene pädagogische Berufsausbildung oder ein freiwilliges soziales Jahr Pädagogik nachweisen kannst. Bei den Bachelorstudiengängen wird die Abi-Note mit einer entsprechenden Einzelnote aus dem Abitur verrechnet. Geregelt ist das alles in unserer Zulassungsordnung.